Hey miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Drawing Like a Sir. Heute lernt ihr von mir, wie man Kurosaki Ichigo mit seinem finalen Getsuga Tensho zeichnet. Dabei müsste ich noch erwähnen, wir benutzen heute tatsächlich den Pentel Brush Pen, den ich so oft in meinen Videos erwähne. Wenn ihr nicht wisst, was ein Pentel Brush Pen ist oder vielleicht sogar darüber nachdenkt, euch zuzulegen, dann schaut euch dieses Video an, in dem ich so ziemlich alles darüber sage, was es zu sagen gibt. Aber ich möchte euch jetzt nicht großartig aufhalten. Fangen wir einfach mal an mit dem typischen Stickman, den ich so ziemlich immer in meinen Videos zuallererst zeichne. Der Stickman ist so ziemlich der essentiellste Schritt von allen. Und die meisten Leute unterschätzen eigentlich immer, wie wichtig dieser Schritt denn eigentlich ist. Wenn hier nämlich irgendwas nicht stimmt, dann klar, dann gerät das ganze Bild aus dem Ruder. Das bedeutet, wenn hier irgendwas bei euch falsch abgezeichnet ist, tja, dann könnt ihr euren Ichigo eigentlich vergessen. Das bedeutet, gebt euch hier mehr Mühe, als ihr euch eigentlich geben wolltet. Denn es ist wichtiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Jetzt können wir uns aussuchen, mit welchem Körperteil wir zuerst anfangen. Ich tue einfach aus Prinzip immer zuerst mit dem Kopf anfangen, weil der ist ganz oben und der kommt eben zuerst. Ich tue ganz simpel schon mal seine Gesichtsform einzeichnen. Dabei müsst ihr eigentlich nicht wirklich auf großartige Sachen achten. Die Gesichtsform korrigieren wir sowieso später noch. Des Weiteren habe ich Platzhalter für seine Augen eingezeichnet. Das heißt, so sehen die Augen am Endeffekt natürlich noch nicht aus. Und eine Nase. Die Nase verändere ich aber nicht mehr großartig. Weil das Gesicht nun mal das ist, auf das die Leute zuerst schauen, müssen wir uns dabei aber trotzdem irgendwie ein bisschen Mühe geben. Deswegen habe ich die Gesichtsform nochmal ein bisschen verändert. Das heißt, ich habe beispielsweise hier schon mal sein Ohr eingezeichnet. Ist allerdings nicht so wichtig. Das wird später sowieso von den Haaren verdeckt. Ich habe seine Backen, also besser gesagt seine Wangen an der Seite noch ein bisschen breiter gemacht und habe sein Auge schon mal ungefähr eingezeichnet. Erneut, das Auge sieht im Endeffekt noch etwas besser aus. Das ist jetzt nur so ungefähr, dass es etwas Schritt für Schritt mäßiger vorangeht. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Maske, die Ichigo bei seinem finalen Getsuga Tensho anhat, habe ich schon beim letzten Schritt eingezeichnet. Die ist aber ehrlich gesagt nicht so wirklich wichtig. Worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, ist sein Auge, also von ihm aus gesehen sein linkes. Denn das rechte wird später sowieso eigentlich komplett verdeckt von seinen Haaren. Deswegen glaubt's oder glaubt's nicht, aber da müssen wir uns nicht großartig Mühe geben. Bei seinem anderen Auge ist wichtig, ich habe seine Augenbraue, wie man schon mal sieht, eingezeichnet und habe seine Augenlider etwas kräftiger gemacht, also mit Bleistift. Abgesehen davon habe ich eine Pupille und ein Highlight in die Augen reingezeichnet. Soweit sind wir eigentlich schon fast mit seinem Gesicht fertig. Aber Marcel, was ist denn mit dem Rest der Nase und dem Mund? Ja, die können wir uns eigentlich ziemlich sparen, weil der Rest vom Mund und der Nase wird eigentlich komplett von seiner Maske verdeckt. Vergesst einfach nur nicht, ein paar Maskenstrukturen einzuzeichnen, also die Verbänder und natürlich die Stacheln oder besser gesagt die Fangzähne, die an seiner Maske befestigt sind. Allerdings wieder hier nur bei einer Seite vom Mund, weil klar, auf der anderen Seite sind wieder haufenweise Haare, die das Ganze verdecken. Wäre also unnötig und das können wir uns ehrlich gesagt schon sparen. Anfangs sieht dieser Schritt etwas viel aus, weil wir jetzt nicht wie vorhin kleine Babyschritte gegangen sind, indem wir mal hier und mal da ein bisschen was arbeiten, sondern den kompletten Körper einzeichnen. Hierbei ist wichtig, lasst euch einfach nicht durcheinander bringen und zeichnet euch vor allem mit viel Ruhe jedes einzelne Körperteil ein. Ist allerdings nicht so wichtig, sein kompletter Unterkörper wird von seinem Torso, oder besser gesagt von diesem finalen Getsuga Tensho, von den Flammen eingehüllt. Das heißt, um die Beine müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Kümmert euch nur darum, dass vor allem sein linker Arm und seine Brustmuskeln gut eingezeichnet sind. Nämlich die sieht man später eben sehr gut noch. Deswegen gebt euch da besonders viel Mühe. Beim Hals, nun gut, da eher weniger, weil den sieht man auch noch kaum wegen seinen langen Haaren. Wo wir gerade schon vom Muskelaufbau geredet haben. Jetzt kümmern wir uns um die Bauchmuskeln und so ein bisschen um die restlichen Muskeln, die so um den Bauch bzw. Brust gehen. Wichtig ist, dass ihr seine Rippen einzeichnet. Das war jetzt auf dem Bild so, dann zeichnet einfach seine Rippen ein. Ich habe noch eine kleine Verlängerung an seinem Rücken angebracht, weil klar, sein Torso oder besser gesagt die Verkleidung, die er anhat, verlängert das Ganze ein bisschen. Und die Brustmuskeln, die gehen wir noch nicht im Detail nach, sondern die tun wir erstmal grob einzeichnen. Und zwar mit diesen 3 Strichen, die ich hier so gebogen eingezeichnet habe. Ja, jetzt macht diese Form von diesen 3 gebogenen Strichen irgendwie doch Sinn. Den mittleren habe ich übrigens ausradiert, also lasst euch davon nicht irritieren. Ich finde allerdings, der hat so ein bisschen gestört. Wichtig ist einfach, dass ihr die Bauchmuskeln so gebogen zeichnet, wie ich es hier gemacht habe. Weil klar, Ichigo hat hier eine recht gekrümmte Haltung und dann ist es auch wichtig, die Bauchmuskeln nicht auf einmal gerade, sondern auch wirklich gekrümmt zu zeichnen. Das ist so eigentlich der einzige Schritt, den ich euch da geben kann. Der Rest, naja, ist eine Frage vom Abzeichnen. In dem Schritt hier habe ich eigentlich kaum was gemacht. Ich habe die Hilfslinien an den Bauchmuskeln ausradiert und bin nochmal ein paar Striche nachgegangen, dass ich im nächsten Schritt einfach die Hilfslinien ausradieren kann. Übrigens, an seinem Hals habe ich auch noch ein paar Muskeln hinzugefügt, dass das Ganze etwas Dragon Ball-artiger aussieht. Ihr wisst schon.
Bevor wir die Hilfslinien allerdings komplett ausradieren, würde ich euch noch empfehlen, ein paar Muskelsignaturen drauf zu zeichnen. Ich finde, das gibt dem Bild so ein bisschen mehr Lebendigkeit. Das war auf dem Original jetzt nicht so, welches ihr übrigens jederzeit in der Videobeschreibung nachschauen könnt. Aber ich fand es einfach nicht schlecht, so ein paar Muskelsignaturen mit einzuzeichnen. Und, falls es euch nicht aufgefallen ist, seht ihr unten rechts noch Ichigos linke Hand, die ich mit eingezeichnet habe. Im Original war sie halt komplett auf dem Bild, aber bei mir hat sie jetzt nicht drauf gepasst. Und bevor ich da irgendwelche Anatomiefehler mache, habe ich mir gedacht, zeichne ich sie halt nur zur Hälfte ein, weil passt halt nicht mal ganz drauf aufs Bild. Jetzt aber. Ihr könnt alle Hilfslinien komplett ausradieren. Ihr seht, ich habe sogar die am Kopf ausradiert. Okay, die haben wir nie großartig gebraucht, aber trotzdem, die war ja nur zur Veranschaulichung da. Aber ja, alle Hilfslinien könnt ihr komplett ausradieren. Ich habe jetzt Ichigo hier noch schnell kurz den Ansatz von seiner Stirn gegeben, aber die ist auch nur zur Veranschaulichung da gewesen. Die wird später sowieso ausradiert, weil die Haare drüber fallen. Ich fand es jetzt einfach nur ganz schick, die für den Zwischenschritt einzuzeichnen, dass es nicht ganz so billig aussieht für euch. Aber ja, ansonsten brauchen wir die Hilfslinien jetzt nicht mehr großartig. Was wir aber doch brauchen, ist nochmal eine Hilfslinie für die Frisur. Ja, sorry, aber das wird so ziemlich Ichigos Kopf. Und im Gegensatz zu der Hilfslinie, die wir davor für seinen Kopf haben, wird die hier extrem wichtig. Es ist wichtig, dass ihr von den Dimensionen her ungefähr die gleiche Größe einhaltet wie ich, nämlich das wird so ungefähr das Volumen, in dem Ichigos Haare gezeichnet werden. Ihr seht, ich habe ihm hier schon mal diesen kleinen Ponytail gegeben, weil ich nicht warten konnte, die Haare einzuzeichnen. Zumindest nicht bis zum nächsten Schritt. Sorry. Jetzt können wir seinen Haaren so ein bisschen mehr Form geben. Ich habe hier übrigens auch schon das Ohr ausradiert, weil, klar, an dem Punkt wird eigentlich schon deutlich, dass seine Haare über sein Gesicht drüber fallen und auch über sein Ohr. Deswegen brauchen wir das Ohr jetzt nicht mehr großartig. Ich habe seinen Haaren, wie schon gerade gesagt, ein bisschen Form gegeben, indem ich so ein bisschen eckiger gezeichnet habe, weil klar, Haare sehen lebendiger aus, wenn sie so ein bisschen mehr Form haben und nicht einfach komplett rund sind. Zeichnen wir nun den Rest von Ichigos Frisur. Wichtig, zeichnet den Scheitel ein, den er auf seinem Kopf hat. Ich weiß, es sieht anfangs nicht nach viel aus, aber es sind doch die kleinen Sachen, die die großen Eindrücke machen. Richtig? Nein? Okay, dann zeichnet ihn nicht ein. Ich habe ihn eingezeichnet. So wichtig ist er jetzt tatsächlich nicht. Was wichtig ist, ist, dass ihr seine Haare richtig schwungvoll zeichnet, denn nach wie vor, die Dynamik macht's. In dem Schritt habe ich mich an Ichigos Rüstung gewagt, die er in seiner finalen Form bekommt. Ich habe seine Rüstung nicht komplett eingezeichnet, ich habe erstmal so die groben Umrisse gezeichnet, die er bekommt, weil die Rüstung an sich doch schon ein ziemlich starkes Stück ist. Achtet einfach darauf, dass ihr diesen Teil schon mal richtig habt und geht dann nach und nach vor, seine komplette Rüstung zu zeichnen. Ganz kurz, bevor wir die Haare einzeichnen, müssen wir aber noch die Tattoos, die Ichigo in seiner finalen Form bekommt, noch mit einzeichnen. Die habe ich einfach mit diesen Strichschattierungen von der Rüstung abgehoben, dass man sie so ein bisschen auseinanderhalten kann. Spätestens jetzt wird das Bild wirklich kompliziert. Ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr die Bandagen nicht mit den Haaren verwechselt. Das bedeutet, radiert am besten die Innenseite von den Haaren aus, dass ihr einfach keine Bandagenstriche durchgezogen habt. So wie ich jetzt hier beispielsweise. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch noch an seinem großen Haarbüschel hier und da ein paar kleine Strähnen abfallen lassen. Sieht ganz nett aus, finde ich. Und wo wir gerade von Haaren gesprochen haben, ein etwas kleines, aber auf gar keinen Fall unwichtiges Detail sind die kleinen Haarsträhnen, die ihm natürlich am Kopf noch ein bisschen abstehen. Zeichnet die noch dazu und dann würde ich sagen, kommen wir zum Inking. Wie sonst auch immer, habe ich für das Inking Tusche benutzt. Natürlich gehen Multi- und Pigmentliner auch. Wichtig dabei sind Stellen, die an seinen Haaren Highlights hervorbringen, freizulassen. Wie ihr auf der linken Seite seht, habe ich schon mal ein paar Highlights eingezeichnet, und zwar nur mit dem Schwarzstift. War nur ein kleines Experiment, ob das auch funktioniert. Allerdings haben mir die weniger gefallen. Deswegen möchte ich die Teile, die ich bei den Haaren komplett freigelassen habe, mit anderen Highlights, also besser gesagt mit Grautönen, dann später beim Kolorieren noch ein bisschen nachholen. Wichtig hierbei ist auch noch, ich bin damit mit einem Multiliner beziehungsweise mit einem Copic nachgegangen. Ihr dürft da nicht großartig mit einem Edding drüber gehen, weil klar, der verschmiert nun mal mit den Farben und deswegen ist es wichtig, hierbei mit einem Copic schwarz anzumalen und nicht mit einem Edding. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Aber soweit war es das mit dem Inking. Jetzt kommen wir erst zum richtig guten Part, und zwar zu der Koloration. Und die gibt's mal wieder, wie sonst auch immer, live. Folgende Materialien benutzen wir bei der Koloration. Die bestehen hauptsächlich nur aus Copics und dem Pentel Brush Pen. Keine Angst, ihr müsst das Video noch nicht pausieren, denn ich werde die einzelnen Materialien dann einblenden, wenn ich sie auch brauche. Wenn nicht, dann haltet das Video an und kramt euer Zeug schon mal raus. Allerdings fangen wir jetzt an, und zwar zum allerersten Mal mit Grundieren, mit der Haut von Ichigo. Und die machen wir mit E50 Eggshell. So wie eigentlich auch immer.
Was ich dabei noch erwähnen wollte, ist, versucht am besten nicht zu sehr in die schwarze Richtung abzudriften, weil wenn ihr in die schwarzen Stellen großartig reinmalt, dann kann es sein, dass euer Copic verschmiert und das ist ziemlich ungünstig. Wenn nicht, dann wartet vielleicht ein paar Minuten, nachdem euer schwarzer Copic getrocknet ist, damit ihr nicht großartig Sachen verschmiert. Noch kümmern wir uns nicht komplett um die Haut, sondern erstmal nur ums Grundieren. Und was wir noch grundieren müssen, und zwar ganz dringend, das ist der Rest von der Haut, und zwar die Tattoos, die Ichigo bekommt. Und die grundieren wir mit C5, also Grauton Nummer 5. Als nächstes sind seine Bandagen an der Reihe. Die grundieren wir natürlich auch komplett. Und zwar mit einem etwas helleren Grauton. Ihr könnt natürlich nehmen, welchen immer ihr wollt. C4 oder C3. Ich hatte hier C3, deswegen bin ich einfach auch mal damit gegangen und habe seine kompletten Bandagen mit C3 grundiert. Später kommt dann noch etwas mehr, besser gesagt etwas mehr Tiefe in die Koloration, aber fürs allererste Mal wieder auch hier nur grundieren. Jetzt wird die Koloration erst richtig lebendig, indem wir uns etwas mehr um die Haut kümmern. Ich habe jetzt mir mit E00 etwas mehr Tiefe versucht in die Haut mit einzubringen. Das ist kein traditionelles Kolorationstutorial, das ist mehr so eine Kurzversion. Wenn ihr richtig wissen wollt, wie man Haut koloriert, dann schaut euch das auf meinem Kanal an. Dazu habe ich nochmal ein spezielles Tutorial, wie man Copics professionell Haut koloriert. Das hier ist nur so die Kurzversion, dass ihr die kurzen Hautfetzen kolorieren könnt, die Ichigo hier in dem Video nun mal aufweist. Ich habe hier einfach mit E00 die dunklen Stellen nochmal nachgegangen und gegebenenfalls habe ich mit E50 Actual nochmal ein bisschen versucht, das Ganze mit einzumischen. Koloriert die Augen mit Rot. Nein, wirklich. Das war's. Nehmt als nächstes den Stift, mit dem ihr Ichigos Rüstung grundiert habt und geht damit einfach nochmal die dunklen Stellen nach. Wo wir gerade von dunklen Stellen reden, nehmt den Stift, mit dem ihr Ichigos Tattoos bzw. seine rechte Hand koloriert habt, in meinem Fall jetzt eben wieder C5, und geht damit die dunklen Stellen nach. Wirklich, ist eigentlich genau das gleiche wie bei seiner Rüstung. Kommen wir nun zu dem, das meine ich zumindest, schwierigsten Part im gesamten Bild. Besser gesagt bei der Koloration im gesamten Bild. Und das sind in diesem Fall die Haare. Ich habe hierfür alle Grautöne benutzt, die ich habe. Das sind, ich meine doch C1, C3, C5, C7 und natürlich komplettes Schwarz. Hierbei ist es wichtig, wenn ihr die Highlights in seinen Haaren einzeichnet, dass ihr jeweils vom hellsten auf den dunkelsten Ton geht. Ich habe zuerst mit dem hellsten Ton nicht grundiert, allerdings den Anfang, besser gesagt die Basis vom Übergang geschaffen und bin dann immer weiter ins Dunklere gegangen, je dunkler der Ton einfach ist. Ich weiß, es erfordert Übung und wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann werden die Resultate wahrscheinlich nicht allzu gut, aber dafür trainiert man ja und das Bild ist jetzt sowieso nicht das Beste, deswegen schätze ich mal, könnt ihr das auch verkraften. Wenn ihr den Verlauf ganz gut hinkriegt, dann wirklich, es erfordert Talent, so einen Verlauf gut hinzubekommen. Glückwunsch an dich. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Schritt, den wir noch machen müssen. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist der, in dem der Pentel Brush Pen auch tatsächlich zum Einsatz kommt. Dazu müsste ich noch erwähnen, ich habe jetzt zuallererst Ichigos Schwert gezeichnet. Ihr könnt natürlich damit zeichnen, was ihr wollt. Ihr könnt die Haare beispielsweise damit noch zeichnen, wenn ihr einen schönen Effekt haben wollt. Ich fand die Haare jetzt aber etwas übertrieben noch damit zu zeichnen. Ich habe seine Hose, besser gesagt die Flammen, die sich um seine Beine wickeln, damit gezeichnet. Hab damit ein paar schöne kleine Flammentexturen so übers Bild verstreut. Das ist so hauptsächlich das, wozu der Pentel Brush Pen denn eigentlich gedacht ist. Dazu müsste ich noch erwähnen, er ist natürlich nicht notwendig, um das Bild fertig zu zeichnen. Ich fand aber den Effekt ganz cool, den man damit erzielen kann. Wenn ihr den nicht möchtet, dann zwingt euch keiner dazu, diesen Stift zu kaufen. Und damit wären wir fertig mit Kurosaki Ichigo mit seinem finalen Getsuga Tensho. Danke, dass du zugeschaut hast. Und nimm's nicht so schwer, wenn du keinen Brushpen daheim hast, denn nach wie vor, du könntest zur Not auch einen Wasserfarbenkasten und einen Pinsel nehmen. Und wenn man richtig gut damit ist, dann müsste man ähnliche Resultate damit erzielen können. Ich kann mich damit allerdings nicht aus und kann deswegen auch kein wirkliches Tutorial für sowas geben. Noch keine echte Anleitung. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen. Wenn du Interesse hast, noch mehr von solchen Videos zu sehen, beziehungsweise mehr Tutorials, dann schau doch gerade mal auf meinem Kanal vorbei, auf dieser Playlist, um genau zu sein. Denn dort findest du noch viele andere Tutorials. Ich finde nach wie vor, es ist wichtig, wenn du viel üben möchtest, dann sind da 2, 3 Versionen mit englischen Untertiteln dabei, falls du Englisch sprichst, Personen da draußen, dann kann ich dir die Playlist ans Herz legen. Ist auch das Video mit diesem Brushpen dabei. Gibt's in verschiedenen Shops zu kaufen, auch online, deswegen, ja. Und was noch wichtig ist, ist natürlich zu abonnieren, weil es kommen noch sehr viele andere Videos an meine Abonnenten. Ich habe in nächster Zeit wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit, deswegen werde ich mich mehr Tutorials widmen und wenn ihr interessiert seid, dann abonniert doch gerade. Dann werdet ihr sie nicht mehr verpassen.
Voraussetzung ist halt ein Google Plus oder YouTube-Account, aber den hat mittlerweile eigentlich so ziemlich jeder. Das heißt, abonnieren ist jetzt keine Kunst. Einfach draufklicken. Soweit nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Tschö!